Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich heiße Aslıhan, komme aus der Türkei und wie ich schon in meinem ersten Video erwähnt habe, habe ich bereits das Deutschzertifikat auf C1-Niveau in Deutschland erhalten. Und zwar die SH-Prüfung. Heutiges Thema ist, wie man auf A1 oder A2-Niveau das Sprechen üben kann. Ich werde erklären, was meine Strategie war und eigene Beispiele geben. Dann los geht's. Dann fangen wir mit der ersten Frage an. Wann sollte man eigentlich anfangen zu sprechen? Auf welchem Niveau? Diese Frage bekomme ich fast jeden Tag und jedes Mal frage ich mich auch, wann ich eigentlich angefangen habe, diese Sprache zu sprechen, auch also das Sprechen zu üben. Vielleicht könnte ich damals nicht so flüssig sprechen, aber trotzdem konnte ich eigenermaßen ein paar Sätze bilden und eigentlich nicht so anstrengend war das für mich. Also wie ich das gemacht habe, ist so, als ich auf A1-Niveau war, hatte ich keine Möglichkeit, mit Muttersprachler zu sprechen. Ich war ja damals in der Türkei und ich hatte eine Strategie, darüber werde ich in diesem Video sprechen, aber zuerst möchte ich eigentlich über fundamentale Informationen sprechen. Was ist denn eigentlich? Um flüssiger zu sprechen, braucht man unbedingt auf B1, B2-Niveau in einer neuen Sprache. Aber Sie können bereits auf A1 oder A2-Niveau anfangen, das Sprechen zu üben. Weshalb es in den Prüfungen wie TELC oder Goethe den mündlichen Teil gibt. Das ist wichtig und wir müssen unbedingt herausfinden, wie wir auf diesem Niveau anfangen zu reden. Wenn wir nicht anfangen dann könnten wir wahrscheinlich nicht auf B1-Niveau oder so einfach beginnen zu sprechen. Das ist eigentlich unmöglich. Also, was sollte man aber dafür machen? Damit kommen wir zu der zweiten Frage, und zwar, wie sollte man auf A1 oder A2-Niveau das Sprechen üben sollte? Ich hatte damals eine eigene Strategie, und zwar, das hat mir wirklich gut geholfen. Ich brauchte eigentlich keinen Partner. Ich konnte alles selbst erledigen. Und ich muss ja erstens unbedingt betonen, dass das Lernen ein persönliches Prozess ist. Jeder hat ja eigenes Lernstil. Deshalb solltet ihr unbedingt herausfinden, welche Strategie besser passt, also für euch. Und fangen wir mal an, was ich gemacht habe. Wie zum Beispiel, wir haben jetzt einen einfachen Satz. Ich lerne heute Deutsch. Wir sehen hier mal Personalpronomen, einen Gegenwartform und einen richtigen Satzbau. Das haben wir schon gelernt. Dann können wir eine Frage damit bilden. Wie lerne ich heute Deutsch? Was lerne ich heute? Oder lerne ich heute Deutsch? Solche Richtung. Also Sie können jedes Mal mit anderen Grammatikregeln nochmal diesen Satz formulieren. Das ist ganz einfach. Also nachdem ihr ein paar Mal diese Strategie benutzt habt, dann könnt ihr eigentlich so schnell lernen, wie man einen Satz bilden kann.
wir können weitere Beispiele machen. Ein anderes Beispiel. Dieses Mal haben wir einen Satz in Vergangenheitsform. Und zwar zum Beispiel Perfect Tense. Ich habe gestern Deutsch gelernt. Hast du gestern Deutsch gelernt? Könnt ihr auch schnell eine Frage stellen und dieses Mal verneinen wir diese Frage. Nein, ich habe gestern nicht Deutsch gelernt. Jedes Mal könnt ihr diese Übung machen und seht ihr wahrscheinlich, dass ihr so schnell einen Satz bilden könnt. Meiner Meinung nach ist diese Methode wirklich effektiv und vor allem für alle Niveaus geeignet. Auch wenn ihr auf A1 oder A2 Niveau seid, könnt ihr immer diese Methode benutzen. Und nach einer Weile gewöhnt sich das Gehirn diese Regeln und einfach übernehmen. Aus meiner Sicht ist diese Strategie für alle Niveaus geeignet, vor allem aber für Anfänger. Ich werde natürlich in den nächsten Videos weitere Strategien für Fortgeschrittene teilen. Das war's aber für heute. Ich hoffe, dass das Video für alle nützlich war und ihr könnt schnell im Alltag verwenden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!